Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur Aussagenlogik. So, heute wird es jetzt etwas praktischer und nasser vielleicht für euch. Und zwar geht es heute um Satzsolving. Wir tauchen so richtig tief ein. Und ja, ich habe hier schon mal eine kleine Formel vorbereitet. Und zwar ist die in dieser Mengenschreibweise. Die Leute, die nicht damit vertraut sind, schaut euch meinen Channel an. Da gibt es noch ganz viele Videos dazu. Und zwar das hier ich erkläre es jetzt nur ganz kurz. Das hier sind, ja, blöde Autovervollständigung. Okay, das hier ist eine Disjunktion und das Ganze, hier stehen quasi die uns dazu, das hier sind die oder und das Ganze ist eine Konjunktion dann. Okay, so, wenn wir jetzt diese Schreibweise gewohnt sind, die ist einfach für Programme irgendwie sinnvoller zu machen, wenn man es da eh so schreiben muss, da gibt es keine Sonderzeichen wie und oder. Und genau, also diese Formel f von x ist gegeben durch diese KNF. Jetzt folgendes zum Satzsolving. Es gibt die DNF und es gibt die KNF. Das hier oben ist eine KNF. Das ist kein Impliziertpfeil, möchte ich gleich dazu sagen. Dann gibt es noch die DNF. Und DNF kann man effizient lösen, also in polynomieller Zeit. Das brauche ich jetzt nicht so dringend was zu sagen, aber die KNF, da gibt es irgendwie nicht so richtig was Vernünftiges dazu. Das ist ein NP-schweres Problem oder ein NP-vollständiges Problem sogar. Und ja, nennt sich SAT-Problem für die Leute, die damit vertraut sind. Aber man hat etwas entwickelt, den DPLL-Algorithmus, und den möchte ich heute mit euch durchgehen. Und das nächste Mal programmieren wir dann unseren Solver für ein Sudoku, also ein eigenes Sudoku. Könnte ein relativ langes Video werden, also macht euch auf was gefasst. Genau, der DPLL-Algorithmus heißt so komisch, weil er von 4 Leuten entwickelt wurde und das waren sozusagen die Anfangsbuchstaben ihrer Nachnamen. Die Kerle hießen, das ließ ich jetzt tatsächlich gerade ab, Davis, Putnam, Loachman und Loveland. Oder Loachman, keine Ahnung. Auf jeden Fall müsst ihr euch auf keinen Fall merken, DPLL reicht völlig aus. Ja, und der benutzt eben genau diese Klauselmenge, so wie sie hier steht. So, jetzt zum Algorithmus selber. Und zwar machen wir als erstes mal Folgendes. Wenn wir irgendwo eine leere Klausel finden, also sowas, im Laufe des Algorithmus, wenn wir sowas finden, dann bezeichnen wir das als leere Klausel. Und wenn wir am Ende tatsächlich die ganze Formel hier, also all das hier rauskriegen und sowas haben, dann ist es einfach die leere Formel. Okay? Und wir werden einfach jetzt hier, das Komma muss weg, wir werden hier das Ganze nicht als f von xyz beschreiben, sondern wir werden es als Groß F beschreiben, als eine Formel f, wie wir es auch in der Metasprache gemacht haben. Das heißt, es ist einfach nochmal kürzer. So, die Dinger hier drin werden wir mit K bezeichnen, also Klauseln. Für die Leute, denen es nichts sagt. Und das hier sind Literale. Nur, dass wir gleich wissen, worüber wir reden. Okay. Also, als erstes machen wir Folgendes. Wir definieren uns sozusagen eine Funktion. Also, def schreibe ich jetzt einfach mal DPLL. Und zwar über eine Formel f. Ja, das ist ja irgendwie klar. So, und da das eine rekursive Funktion ist, werde ich das auch tatsächlich so brauchen. Ich rücke das mal noch ein bisschen ein, dass man hier leer erkennen kann. So, und jetzt sagen wir hier, wenn f die leere Formelmenge ist, dann geben wir direkt 1 zurück, also true. Von mir aus können wir auch true schreiben. Okay, das bedeutet, wenn wir diese leere Menge hinbekommen haben, dann ist das Ganze erfüllbar. Also tatsächlich, es gibt eine Möglichkeit, diese Variablen so zu belegen, dass die ganze Formel wahr wird. Das heißt, wir wollen sozusagen hier jetzt in unserem Fall, finden wir also hier steht ja jetzt ein oder dazwischen und hier dazwischen steht ein und. Das heißt, wir müssen jede dieser Teilformeln wahr kriegen, damit die ganze Formel wahr ist. So, deswegen sagen wir jetzt hier zum Beispiel, okay, wir nehmen ein x, das muss wahr sein, und z ist wahr. Und dann sagen wir, okay, hier, das ist wahr, denn x ist ja wahr. Der Teil ist wahr, denn z ist wahr. Und der Teil ist wahr, denn x ist wahr. Wir haben ja innen drin haben wir mit oder verknüpft und außen mit und. Und wenn alle 3 Teile wahr sind, dann ist die ganze Formel wahr.
Das heißt, es gibt eine Variablenbelegung, sodass die ganze Formel wahr ist. Okay, das ist also der Fall und das wird nachher eine rekursive Funktion, deswegen tritt der dann ein. Wenn wir hier eine leere Formel reinkriegen, dann definieren wir uns das einfach als, okay, es gibt was. Es gibt eine Belegung. So, und jetzt sehen wir, dass das Ganze Pseudocode ist, denn es ist eigentlich kein richtiger Programmcode, weil ich jetzt ein Zeichen benutze, was eigentlich gar nicht geht. Eigentlich hier oben schon bei der leeren Menge ist auch schon so eine Sache, aber und zwar werden wir hier einfach ein Elementzeichen benutzen. Normalerweise müsste man jetzt hier durch die ganze Formel F, durch alle Literale, durch alle Klauseln durchgehen und ja, aber das sparen wir uns. Wir sagen einfach, andersrum, wenn die leere Klauselmenge, wenn eine leere Klausel in F drin ist, also Achtung, wir haben hier eine Menge aus Mengen, ja, also wir können uns das hier so vorstellen, da sind ganz viele verschiedene Mengen drin und wenn es eine leere Menge innerhalb dieser Menge gibt, dann ist es falsch. So, das ist jetzt sehr verwirrend, wenn F tatsächlich hier nichts drin hat, das ist das, was ich euch vorhin erzählt habe hier. Wenn das Ganze, wenn das Ganze so aussieht, dann geben wir True zurück. Aber wenn das Ganze so aussieht, wie wir es gerade hatten, und dann hier zum Beispiel ganz die letzte Klausel einfach leer ist, jetzt steht ja hier nichts drin, dann geben wir False zurück, okay? Also da ist ein großer Unterschied, ob jetzt hier innen drin was Leeres ist oder ob außen was Leeres ist. Ihr könnt euch das auch so vorstellen, wenn hier innen drin nichts steht, dann steht hier eine 0 und 0 und irgendwas ist ja immer falsch. Deswegen geben wir False zurück. Aber wenn das Ganze hier eine 0 hat, naja, dann ist es auch gleichbedeutend wie einfach so und das ist okay. Gut, also machen wir weiter mit dem richtigen Algorithmus. Jetzt fangen wir erstmal richtig an. Okay, dann sagen wir, und zwar wenn wir hier, ja, genau. Wenn wir jetzt, wir benutzen wieder dieses if-Element, theoretisch müssen wir wieder komplett durchloopen, aber ja, wie gesagt, ist einfacher so und vor allem kürzer. Also if eine leere, nicht leer, sagen wir einfach mal ein Literal, ein einzelnes Literal ist in f drin. Also sagen wir mal sowas hier, das muss nicht x sein, das kann auch y sein, das ist eine Variable, die verändert sich. Also ein einzelnes Literal ist in so einer Klauselmenge. Ja? Dann wissen wir automatisch, okay, das muss auf jeden Fall wahr sein, denn ansonsten ist alles, was verundet wird, auf jeden Fall falsch. Das heißt, hier muss, wenn ich nur dieses x drin habe, hier muss dieses x auf jeden Fall wahr werden. Denn ansonsten wird meine ganze Formel falsch. Gut, und das nimmt man sich einfach zur Hand, also für irgendein Literal, ich glaube, ich nenne es L für Literal, nicht X, weil X kommt oben in unserer Formel vor, sonst denkt man noch, dass es irgendwie was miteinander zu tun hat, hat es aber nicht. Also, if ein einzelnes Literal ist in F in der Formelmenge drin als Klausel, dann passiert Folgendes, und da brauche ich jetzt tatsächlich auch mal eine neue Zeile, return. Und zwar sagen wir jetzt einfach, wir rufen die Funktion rekursiv auf, indem wir sagen, okay, eine Menge, und zwar aus Klauseln, also alle Klauseln, also wir rufen hier jetzt quasi mit einer neuen Menge auf. Ich glaube, wir machen das nochmal extern, wobei, ne, ihr schafft es so. Ich bin da vollkommen überzeugt von euch. Also wir nehmen einfach jede Klausel, Achtung, diese Mengenklammer ist jetzt die äußere Mengenklammer, ja, die zwei hier. Das bedeutet quasi, wir rufen jetzt, oder wir erstellen uns ein neues f. Ich glaube, ich mache das doch so. Und zwar ein f' sozusagen. Und wir erstellen uns jetzt ein neues f', also eine neue Formel aus der Formel, die wir gerade genommen haben, mit der Annahme hier mit dem L. Okay, also sagen wir, dieses neue f', das enthält einfach, das ist eine Menge, logischerweise auch, aus Klauseln. Und zwar die Klauseln aus f, die wir ohnehin schon bekommen haben, also f haben wir ja gekriegt, sprich die einzelnen Klauseln jetzt. Hier diese Klausel und diese Klausel
Und diese Klausel, das ist K jetzt, ja? Okay, also jedes K nehmen wir hier einfach. Für das gilt, und zwar folgendes. Das Literal L hier ist nicht drin. Also, ja, perfekt, so wollte ich das. Dieses Literal darf nicht vorkommen in dieser Klausel. Okay, wenn wir jetzt nochmal hier zurückgehen und ein praktisches Beispiel haben, ich mache jetzt hier einfach noch eine zusätzliche Klausel rein, damit es klar wird. Außerdem muss ich auch noch sagen, dasselbe gilt auch für die negative Version davon, also not L. So, also sagen wir hier, das wird gewählt in diesem if. Und wir sagen, okay, dieses L ist mein x. Gut, dann baue ich mir eine neue Formelmenge mit allen Literalen in f, also die hier. Und diese Literale, diese Klauseln hier, die dürfen jede für sich, dürfen kein x enthalten und kein not x. Das heißt, ich darf die nicht reinpacken in diese Menge und ich darf die hier nicht reinpacken, weil hier steht ja jeweils ein x drin und hier steht auch ein x drin. Und da x mein Literal ist, darf das nicht vorkommen. Übrigens, wenn hier not x stehen würde, hier vorne, dann wäre das auch nicht drin in dieser Menge hier. Ja? So, das wäre also nur die Menge aus not y und z, das hier vorne. So, und jetzt brauchen wir noch mehr davon. Jetzt wollen wir nämlich noch die Menge vergrößern. Also sagen wir, okay, wir vergrößern sie, das macht man mit so einem Mengensymbol. Das war das Falsche. Hoffen wir das einfach. Nein? Nein? Ja, das wollte ich. Okay. Also wir schmeißen jetzt in diese Menge neue Elemente noch dazu. Also hier ist jetzt aktuell bloß dieses not yz drin. Und jetzt kommt hier noch mehr rein. Und zwar folgendes. Nochmal eine Menge, logischerweise, denn Mengen darf man nur mit Mengen vereinigen. Und zwar, wir nehmen uns wieder die Klausel K aus F, aber wir schmeißen aus dieser Klausel, das macht man so, schmeißen wir das Literal raus. Also, und zwar die negierte Version davon, also not x oder not L in unserem Fall. Schmeißen wir einfach komplett raus. So, und alle anderen Klauseln fliegen raus. Das bedeutet jetzt aber Folgendes. In der ersten Menge haben wir diese mittlere Klausel hier drin. In der Menge sind die das x nicht enthalten, sondern nur in negierter Form. Das heißt, wenn ich jetzt hier not x reinschreibe, dann kommt hier in diese Menge diese Klausel rein, aber das not x wird rausgeschmissen. Das bedeutet, es steht nur noch eine Klausel mit not z drin. Also sozusagen eine neue Klausel, die kleiner ist. Und die hier verschwindet komplett. Also die erste. Die zweite haben wir drin, die steckt hier. Die dritte verliert ihr not x, sondern hat nur noch ein not z. Und die hier fliegt auch komplett raus, weil die hat ja nur das x. Also die fliegt raus, die haben wir, die zweite haben wir noch drin. Und ich glaube, ich mache hier mal Leerzeichen rein, damit es mir nicht immer automatisch alles markiert. Das ist echt ätzend. So, nochmal. Die haben wir hier vorne. Die fliegt raus. Die kommt hier hinten neu rein, indem wir nur das not z als neue Klausel reinstecken. Und die hier fliegt auch raus. Gut. Und jetzt rufen wir diesen DPLL-Algorithmus nochmal auf. Und zwar mit unserer veränderten Formelmenge hier. Okay. So. Und jetzt haben wir noch logischerweise die Möglichkeit, dass es sowas hier nicht gibt. Und dann müssen wir die Funktion ein bisschen verändern. Ich mache das Ganze jetzt ein bisschen kleiner. Ich hoffe, ihr könnt es dann noch lesen. Aber ich denke, das sollte kein Problem sein. Vielleicht schiebe ich es auch ein bisschen näher aneinander. Okay,
Jetzt sollte es auf jeden Fall funktionieren. So, und jetzt haben wir noch die zweite Option, nämlich, dass wir keine solche Klausel, die einzeln und allein da rumgammelt, finden können. Und dann machen, also zum Beispiel, wenn es so ist, dann finden wir ja hier nichts. Und dann machen wir einfach Folgendes. Wir sagen, okay, else, oh, hoppla, da ist die Schrift noch größer, aber ich glaube, wenn ich jetzt so wenig Abstand hier noch habe, dann kann ich auch wieder größer gehen. Dann könnt ihr es wieder besser lesen. Else, choose, also quasi wähle einfach eins aus. Und dann sagen wir einfach L aus den Atomen von der Formelmenge. Das bedeutet, wir wählen uns einfach irgendwas aus, was wir hier drin finden. Also zum Beispiel x, aber zum Beispiel auch y oder z, das ist alles möglich. Nur das dürfen wir nur machen, wenn wir hier nichts finden. Okay, das heißt, wir wählen uns hier einfach zum Beispiel dieses y oder ja, not y aus oder y, ist egal. Und dann machen wir Folgendes. Wir sind ganz trickreich und sagen, ich mache hier erstmal wieder den Abstand weg. Wir wollen Folgendes machen. Wir geben zurück den DPLL-Algorithmus von irgendwas und dann ein logisches Oder. Das hier ist quasi das logische Oder. Ich glaube, ich schreibe das hier jetzt, also für die Leute, die Java kennen, das soll jetzt das Oder darstellen. Ihr kennt das, aber ich mache hier tatsächlich mal was anderes hin. Ich schreibe tatsächlich dieses Oder. Und ja, dann rufen wir nochmal den DPLL-Algorithmus auf und zwar mit noch einer anderen Menge. So, und die definieren wir uns jetzt hier oben. Also, wir sagen f', das ist jetzt übrigens ein anderes f', falls ihr nicht gut im Programmieren seid. Wir holen uns ein f' und zwar definieren wir das als diese komplette Formelmenge hier, also f, und dann kommt noch was dazu. Wir nehmen einfach dieses Atom, was wir gerade uns ausgewählt haben, nämlich dieses L, und stopfen es als neue Klausel mit nur einem einzigen Atom rein. Achtung, wir brauchen hier tatsächlich diese doppelten Klammern. Das bedeutet, es ist eine Klausel. Das bedeutet, es ist eine komplette Formel. Das heißt, wir brauchen tatsächlich diese äußeren Klammern auch. Die geben an, es ist eine Formel. Das hier gibt an, es ist eine Klausel. Das könnt ihr euch jetzt vorstellen wie eine Formel f' gleich p. Ups, ich habe es p genannt, tut mir leid. Gemeint ist natürlich L hier. So, und die zweite, die wir hier brauchen, ist f'', nenne ich es jetzt einfach mal, das ist irgendwie am einprägsamsten. F' kommt hier rein, hier kommt f' rein. Und was könnte das dann anderes sein? Naja, wir nehmen einfach das hier und setzen ein Not davor. Das heißt, wir haben beide Fälle abgedeckt. Wir sagen, entweder die Variable ist wahr oder aber sie ist falsch. Und dann verodern wir das einfach, denn das ist ja genau das, was wir hier wollen. Verzieh dich jetzt, komm. Das wollen die Leute lesen. Hallo. Ach, komm schon. Jetzt geht's weg. Okay. Also, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder ist L wahr oder es ist falsch. Es ist beides ein möglicher Grund. Und jetzt sagen wir hier einfach, okay, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass wir mit diesem L entweder, wenn es positiv ist oder wenn es negativ ist, diese Formel erfüllen können, denn das tun wir hiermit dann, denn dann haben wir hier eine einzelne Klausel und damit kommen wir auf jeden Fall in diesen Schritt. Und dann sagen wir automatisch, okay, die setzen wir jetzt, also wenn es das ist, setzen wir auf 1. Wow, das Video ist echt abartig lang. Tut mir auch furchtbar leid. Ich hoffe, ihr könnt noch folgen. Aber ich werde euch jetzt trotzdem nicht verschonen. Ich mache jetzt noch weiter. Ich zeige euch jetzt, wie man das Ganze hier für den hier macht. Für diese Klausel. Und zwar muss ich jetzt doch kleiner machen wieder. Ich denke, ihr könnt es dann aber trotzdem noch lesen. So, das sollte durchaus noch möglich sein. Und zwar machen wir das jetzt mal. Wir sagen, okay, wir nehmen diese ganze Klauselmenge hier. So, jetzt suchen wir uns, also wir schauen erstmal, haben wir eine leere Menge? Nein, haben wir nicht. Haben wir hier drin eine leere Menge? Nein, haben wir auch nicht. Also gehen wir hier runter. Finden wir innerhalb dieser Klauseln, also finden wir eine Klausel, die nur ein einziges Literal enthält,
Also entweder nur x oder nur y oder nur z oder not davor, finden wir nicht. Also picken wir uns einfach irgendwas zufällig daraus. Und da war ursprünglich, glaube ich, kein not davor. Das habe ich da bloß reingesetzt. Picken wir uns einfach irgendwas zufällig raus. Sagen wir, wir nehmen y. Wähle y. Groß geschrieben. Okay, das ist jetzt kein Implikationspfeil, das soll einen Folgepfeil darstellen. Gut, wir wählen uns einfach y aus. So, jetzt bilden wir uns diese zwei Mengen. Das heißt, wir machen jetzt den DPLL-Algorithmus doppelt. Wir sagen aber hier kommt noch das y rein und wir sagen hier, und ich muss hier mal wieder was entfernen, warum merkt sich denn das nicht? Wir sagen hier kommt ein nicht y rein. So, und jetzt verodern wir die Resultate von den beiden quasi, aber das machen wir nachher. Jetzt machen wir erstmal den DPLL-Algorithmus für die hier. Okay, also wir schauen, sind wir fertig? Nein, wir sind nicht fertig. Finden wir ein Literal, das einsam und alleine darum steht? Ja, das finden wir, genauso haben wir es ja gerade gemacht. Wir finden das y. Gut, dann machen wir Folgendes mit diesem y. Wir suchen uns diese Menge raus, wo das y drin ist. Oder wo das y besser gesagt nicht drin ist. Und deswegen kopiere ich das jetzt einfach mal hier alles. So, also wir finden, hier steht's, alle Mengen raus, in denen das y nicht drin ist. Naja, das ist bloß die hier. Gut. Und dann nehmen wir uns die Mengen, die das y negiert drin haben und schmeißen das negierte y einfach raus. Naja, hier ist das y positiv drin, das heißt, die ist nicht dabei. Da ist das y positiv drin und nicht negativ, das heißt, die ist auch nicht dabei. Und hier ist das y negiert drin, das heißt, die fliegt raus. Also der Teil hier ist entstanden durch das hier vorne. Und dieses z hier ist entstanden durch das hier. Durch das, dass wir eben diese negierte Form von dem einsamen und alleinstehenden Variable rausgekickt haben aus der Klausel. So, und jetzt führen wir hier drauf nochmal den DPLL-Algorithmus aus. Suchen, okay, finden wir wieder eine einsame Variable? Ja, das ist die. Gut. Also machen wir wieder so eine geschweifte Klammer. Und dann sagen wir, okay, wir belegen oder wir suchen wieder wir nehmen wieder alle Klauseln, die kein Z enthalten. Weder positiv noch negativ, also weder negiert noch nicht negiert. Gut, finden wir hier nicht. Also hier ist ein Z drin, hier ist ein Nicht-Z drin, das heißt, daraus entsteht gar nichts. Also machen wir Folgendes, wir nehmen nur die negiert sind, also das hier, und schmeißen die negierte Variante davon raus. So, jetzt steht hier nur noch x drin. Jetzt machen wir den DPLL-Algorithmus nochmal und dann finden wir wieder eine einsame Variable und schauen, okay, finden wir eine Klausel mit keinem x drin, weder positiv noch negativ. Nein, finden wir nicht. Finden wir eine Klausel, die das x negiert enthält? Nein, finden wir auch nicht. Also ist das Einzige, was noch übrig bleibt, die leere Menge. So, und jetzt haben wir den ersten Fall hier und können true zurückgeben. True. So, und da wir verodern mit dem, was hier unten kommt, weil wir hier ja y gewählt haben, also hier kommt ja jetzt ein oder, entweder muss hier true zurückgeben oder hier, und wir wissen ja, wenn es einmal true zurückgibt, dann gibt es auch beides ein true zurück. Dann sind wir jetzt hier fertig und können einfach sagen, okay, es gibt eine Lösung dafür. Aber zur Übung würde ich jetzt noch euch empfehlen, ihr macht den unteren Teil hier, macht ihr jetzt mal selber, pausiert mich währenddessen und ich sage euch dann gleich noch die Lösung. Gut, also ich nehme mal an, ihr habt mich jetzt pausiert, jetzt mache ich weiter. Und zwar, weiter geht's. Wir suchen hier eine einsame Variable, okay? Wir nehmen die hier. Gut, wir suchen uns die Klauseln raus, die kein y enthalten, weder positiv noch negativ, das ist nur die hier. Das wäre dann der obere Teil, der hier. Dann sagen wir, okay, wir suchen uns die raus, die das nicht y negativ enthalten, sprich das positive y, also nicht y ist ja wieder y. Und dann sagen wir, okay,
die nehmen wir mit. Das positive y nehmen wir mit, also das hier. Und das y fällt dann aber raus. So, und die mit nicht y, die beiden Klauseln, die fallen jetzt komplett raus. Das ist die und die. Das heißt, die haben wir gar nicht mehr. So, jetzt haben wir hier nochmal ein Problem. Jetzt wollen wir nämlich hier wieder, müssen wir wieder auswählen. Und zwar sagen wir wählen jetzt. Okay, wähle zum Beispiel x. Gut, wir wählen x und wir sagen, okay, wir müssen jetzt Folgendes machen. Und jetzt wird es nochmal größer, deswegen scrolle ich hier ein kleines bisschen. Wir müssen jetzt tatsächlich das Ganze nochmal abzweigen und sagen, wir nehmen diese hier. Und da kommt noch ein x als einsame Variable dazu. Oder, also logisches Oder, wir nehmen das hier und ein Nicht-X. Habe ich hier irgendwo ein Nicht-X rumfahren? Nein, habe ich nicht. Okay, da muss ich Not einfach kopieren. Not X. So. Okay, jetzt müssen wir hier drauf wieder den DPLL ausführen. Ich mache das jetzt ein bisschen zügiger. Ich glaube, ihr kommt da schon mit. Jetzt suchen wir uns hier die einsame Variable raus. Das ist die hier. Wir finden keine Klausel, die x nicht enthält, also weder positiv noch negativ enthält. Denn die hatten x hier vorne und die hatten x hier. Also suchen wir, haben wir irgendwo ein negiertes x? Nein, haben wir nicht. Das heißt, wir bekommen hier die leere Menge zurück. Also hier auch ein, upsala, da fehlt was, ein True. Und jetzt machen wir das hier unten auch noch. Obwohl wir schon zwei mögliche Belegungen auf jeden Fall gefunden haben, sagen wir hier, okay, not x, gut. Das heißt, wir kicken das x raus, das not x hier. Und suchen wieder eine Variable mit keinem x, bla bla bla, haben wir nicht. Also suchen wir uns die das x positiv enthalten, denn not x ist ja positiv. Und dann haben wir hier ein not z. Ha, ich habe es noch im Zwischenspeicher, super. Und hier haben wir ein z. So, und jetzt kriegen wir das erste Mal den False-Fall raus. Endlich mal. Denn hier haben wir jetzt wieder eine einzelne Variable, sagen wir einfach mal, wir nehmen z der Einfachheit halber, wenn wir dann nicht doppelt rechnen müssen. Was mache ich? Wir nehmen z. Suchen, haben wir irgendwo eine Klausel, die das z nicht enthält? Nein, haben wir nicht. Okay. Dann nehmen wir uns alle Klauseln, die z negiert enthalten, das wäre dann die hier, und kicken das negierte z raus. Das heißt, wir packen hier eine leere Klausel rein. Und das sieht dann so aus. Und deswegen haben wir hier eine leere Klausel in der sonst leeren Menge. Ja, aber dann sind wir in dem Fall hier. Denn der Fall ist leider nicht eingetroffen, weil wir hier ja noch was drin haben. Das ist tatsächlich ein Element in dieser Menge drin. Das zählt da rein. Und deswegen sind wir hier. Wir haben eine leere Menge Element. Das Element ist ganz wichtig. In f, das ist nämlich das hier. Und das Ganze ist f. Ja, und dann sagen wir, okay, false. Keine Lösung hier. Gut, und damit sind wir komplett am Ende. Jetzt verodern wir hier das Ding noch, also true, was wir zurückgekriegt haben, oder false, ist das Ergebnis von dem hier, also true. Und dann das insgesamte Ergebnis ist true oder das Ergebnis von dem hier, also true. Also true oder true ist doppelt true, also ja. Und dadurch kriegen wir raus, okay, es gibt eine Lösung für diese Gleichung. So, das war jetzt ein extrem langes Tutorial. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß daran, mich so ewig lang labern zu hören. Und nächstes Mal wird es wahrscheinlich auch nicht kürzer werden, weil wir nächstes Mal Java und Logik und so weiter machen wollen. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.